Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Goldfins TV. Mein Name ist Sebastian. Ich bin der Tobi, ich bin Projektingenieur für der Firma Dewald. Und wir sind hier in Idstein. Ja, Idstein ist ein sagenumwobener Ort. Ihr habt schon ganz häufig gesagt, Sebastian, komm doch mal nach Idstein. Wir wollen dir unbedingt zeigen, wie das alles hier läuft, wie man hier Produkte entwickelt. Aber was macht hier in Idstein hier eigentlich? Ja, da müssen wir einfach mal nur nach hinten gucken. Und wir sehen hier Bohrhämmer von 1,5 bis 35 Kilo. Wir sehen Nietgeräte, wir sehen Mauernotfräsen und wir sehen das große Thema PowerShift. Okay, und das alles entwickelt ihr hier. Richtig. Wie viele Leute seid ihr? Circa 100 Personen, 120, ja, und teilweise noch Außenstellen, aber hier am Standort 100. Krass. Also all diese Leute entwickeln diese Geräte hier und wir haben hier das Gerät, was wir heute quasi entwickeln, auch auf dem Tisch. Was ist das hier? Wir haben einen Bohrhammer? Das ist ein Nein. Abbruchhammer, 15 Kilo PowerShift. Okay, und wir schauen uns heute mal an, wie der entwickelt hat. Bevor wir zur nächsten Station gehen, muss ich euch eine Sache mal zeigen, beziehungsweise Tobias, vielleicht auch uns zusammen mal erklären, wie hochpräzise so ein Gerät eigentlich gearbeitet sein muss. Weil man würde jetzt denken, ja, so ein großer Abbruchhammer, ja, der stampft da irgendwie so rum und was braucht denn das als Präzision? Aber weit gefehlt, wenn man sich das hier mal anschaut, das ist ja eine eigentlich relativ feine Mechanik, die hier läuft. Genau, wir sehen ja hier den Kolben, den Schlagkörper. Dann sehen die Kurbelwelle und schon haben wir die Verbindung zu einem Verbrennungsmotor. Und auch das ist die Präzision, die wir hier anwenden. Das heißt, wir haben eine Zylinderlaufbuchse, die gehohnt ist, ja, dass wir den Ölfilm dauerhaft auf dem Zylinder haften haben. Wir haben ja keine Ölpumpe drin, die das Öl zirkulieren lässt. Es wird einmal geschmiert, es muss immer da bleiben, wo es ist. Und hier haben wir eine Besonderheit bei dem Hammer. Für die Robustheit sind hier Kolbenringe eingesetzt, wie auch beim Verbrennungsmotor. Die haben halt den Vorteil, dass sie extrem verschleißfest sind. Also da muss ich nichts mehr tauschen. Das ist nicht wie bei einem O-Ring, der irgendwann mal verschleißt, der auch unheimlichen thermischen Belastungen standhalten muss. Der Stahl ist natürlich da maximal widerstandsfähig. Ja. Aber daran sieht man, wie hochpräzise so etwas gearbeitet werden muss. Weil wir reden jetzt nicht von der Präzision von einem halben Millimeter. Ja? Da sind wir schon deutlich drüber, damit das hier funktioniert. Und vor allem, wie häufig schlägt sowas in der Minute? Hast du das im Kopf? Ja, der schlägt 17,4 Hertz, also 17,4 Mal pro Sekunde, schlägt der Schlagkörper auf den Döpper und damit auf den Meißel. Krass, ja. Und das über Minute, Stunde und Stunde. Und die ganze Zeit darf hier von unten kein Dreck nach oben reinwandern. Denn Und dann kein Fett raus, genau. Ja, und kein Fett raus, denn dann hätten wir Super-GAU. Ja. Ja. Also ihr seht, das ist nicht ohne. Christian, was genau machst du jetzt hier? Das sieht also sehr bunt aus, aber noch wenig nach dem eigentlichen Gerät. Wir sind die Gestalter an dem Produkt. Wir arbeiten hier mit den Ingenieuren zusammen und definieren erstmal das technische Layout der Geräte. Also wir wissen natürlich, es muss ein Motor rein, es muss ein Getriebe rein, es muss Elektronik rein, es muss eine Batterie an irgendeiner Stelle ran. Und am Anfang ist es so ein bisschen wie so ein Puzzlespiel. Du schiebst es so ein bisschen hin und her und guckst, was ist da die beste Anordnung für den Nutzer? Was hat die beste Masseverteilung, damit du möglichst ermüdungsfrei damit den ganzen Tag arbeiten kannst, damit das Massezentrum passt, damit du jetzt keine langen Hebelwirkungen zum Beispiel hast. Aber das heißt, du bist Engineer? Nein, wir sind hier in der Abteilung Engineering und wir arbeiten mit den Ingenieuren zusammen, aber wir sind die Gestalter. Das heißt, wir sorgen dafür, dass das Produkt ergonomisch gut ausgearbeitet ist und dass es eben auch gut gestaltet ist und ins Markenbild natürlich passt. Ich habe hier was liegen. Ist das, was du dann auch vor allem dann machst, dass du dann sagst, okay, ich habe hier so einen Griff und so funktioniert er? Also wir fangen tatsächlich eher mit dem künstlerischen Aspekt an. Es ist am Anfang alles sehr, sehr abstrakt. Wir kriegen erstmal ein Lastenheft, was muss das Produkt alles können, also eine Liste mit Anforderungen. Und dann setzen wir uns hin und werden erstmal gestalterisch tätig. Zeichnerisch teilweise tatsächlich, und zwar digital oder eben manuell noch, so wie man das früher gemacht hat, mit Stift und Papier. Und dann wird es immer konkreter. Also es geht vom Papier und Stift hin übers Bunte zum Physischen, und das ist dann eben zum Beispiel so ein Modell, wo wir uns vorher zeichnerisch dann darüber Gedanken gemacht haben, wie wir hier den Handgriff anbinden könnten, und das wird dann im CAD, Computer Aided Design, digital umgesetzt, konstruiert und in solchen Modellen ausgedruckt, sodass wir damit dann schon Ergonomieüberprüfungen machen können. Das heißt, hier ist das erste Mal, dass du das, was du zeichnest, dann auch wirklich in die Hand nehmen kannst. Genau, das ist tatsächlich auch immer ein sehr, sehr schöner Moment, wenn man dann überprüfen kann, hat meine Annahme zugetroffen, ist das Ganze so gut, wie ich es mir erhofft habe. Und was genau sehen wir jetzt von dem Gerät? Hier den oberen Griff, ja? Womit ich das dann wirklich in die Hand nehme und dann quasi irgendwo hintragen kann.
Genau, richtig. Das Gerät, um das es jetzt geht, das hat 2 Haupthandgriffe an der Seite. Das ist die hauptsächliche Nutzungsart, aber in manchen ergonomischen Situationen ist es auch sinnvoll, das Gerät von oben zu halten und auch um es zu transportieren, kann man das hier oben an diesem Griff sehr, sehr gut, ein bisschen wie so eine Handtasche nehmen. Wieder bei 15 Kilo. Eine etwas schwerere Männerhandtasche. Ich habe eben gesehen, wie das Ganze gezeichnet wird. Ja. Und was machst du jetzt hier? Du simulierst jetzt das, was gezeichnet wird? Musst ja schon relativ dicht am Gerät auch sein. Du hast die Konstruktion kennengelernt, du hast das Industrial Design kennengelernt. Die haben 3D-Teile erstellt. Und die 3D-Teile werden bei uns in der Berechnungsabteilung jetzt virtuell abgetestet. Und dazu nehmen wir die 3D-Teile, füllen die mit diesen kleinen Dreiecken, die du jetzt hier im 3D siehst. Wir packen etwa 10 Millionen dieser kleinen Dreiecke in diese 3D-Teile rein. Wir nennen die finite Elemente. Okay. Diese finiten Elemente ist im Prinzip nichts anderes als die mathematische Darstellung von diesem Gerät. Das packen wir in eine große Matrix zusammen und lösen es im Gleichungssystem. Jedes finite Element weiß, welches Material es hat. Und wir lösen das Ganze auf, geben die Randbedingungen auf, wie die Winkelgeschwindigkeit, Kontakte und alles weitere, was nötig ist, um den Hammer virtuell lebendig zu machen, und lassen ihn dann auf den Boden fallen am Computer. Ist es denn so, dass ihr schaut, was kann dieses Material und simuliert dann quasi dieses Material? Genau. Also sagt zum Beispiel, das ist Kunststoff 21B4, was auch immer, Ja. Und dem gebt ihr Eigenschaften und dann lasst ihr ihn virtuell fallen oder dann habt ihr da eine Last drauf oder wie muss ich mir das vorstellen? Wir haben hier ein Nylon PA6, das ist glasfaserbewehrt. Wir haben 30% Glasfaseranteil da drin. Es fällt auf den Boden, wir kriegen mit, wie stark ist das belastet und können Brüche vorhersagen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Schraube nehmen, kann das sein, dass ihr sagt, Mensch, es muss dort, dahinter das Material muss stärker sein, damit es dann nicht ausbricht oder was auch immer. Ganz genau so. Wir haben nicht unendlich viele Möglichkeiten, wie wir das gestalten. Wir decken die Schwachstellen auf und geben dann im Austausch mit dem Kollegen Hinweise, wo müssen Radien größer werden, wo brauchen wir mehr Wandstärke, wo müssen wir eine Rippe hinstellen, damit es dann auch hält. Und du kannst dir das mal angucken, das hier ist das Ergebnis von so einer Simulation. Im Automobilbereich würde man Crashtest dazu sagen. Der fällt jetzt hier aus einem guten 1,50 Meter Höhe auf den Boden. Wir simulieren eine Hundertstel Sekunde hier. Er federt ein, er federt aus. Du siehst, wie er deformiert am Gesamtbild, an Schnitt. Du siehst, alle Teile sind praktisch mitgenommen für diese Berechnung. Und wir können uns dann anschauen, wo haben wir die höchsten Belastungen in dem Hammer. Und das sehen wir anhand dieser Falschfarbenplots. Hier entwickeln sich plastische Dehnungen. Und wo wir rote Bereiche sehen, da vermuten wir einen Riss. Also rot ist schlecht. Rot ist schlecht, ja. Okay, also jetzt müsste man das Material hier jetzt verstärken und dann würdest du es mal weiter simulieren oder schauen, wie viel wäre es dann. Und am Ende machst du das ja alles, damit man das nicht unendlich häufig in der Realität bauen muss, nochmal testen, bauen, nochmal testen, Exakt. sondern dass es halt vorher gemacht wird. Hier sparen wir Zeit und Geld. Tobi, wir waren die ganze Zeit im Büro. Ja, da ist es schön, da ist es ruhig, da wird gezeichnet, simuliert, aber nach Simulation sieht das hier irgendwie nicht mehr aus. Genau, wir haben uns eben die virtuellen Teile angeguckt und jetzt gucken wir uns mal an, wie die physikalischen Teile aussehen, wo die herkommen. Wir sehen hier anhand der Simulation, wie ein Ablauf von so einem Programm ist. Ja. Und wenn der Dominik, der Maschinenbediener von der Maschine, zufrieden ist, dann spielt er das auf die Maschine und jetzt sehen wir auch, wie die Teile denn spanend hergestellt werden. Nicht nur gedreht, sondern auch gefräst. Alles in einer Operation hier an unserem Bearbeitungszentrum. Und das, was jetzt gleich da rauskommt, ist genau so ein Teil hier? Ja, das wollen wir doch mal hoffen. Das kommt auch in der Güte, die wir hier haben, raus. Exakt, genau. Krass, krass, krass. Also da hätte ich eine Menge Ideen, was du für mich mal machen könntest. Okay. Das, was ihr hier herstellt, ist alles, was aus Metall ist, also was Festes quasi. Aber wo kommt das Gehäuse eigentlich her? Genau, das werden wir im 3D-Drucker drucken, das gucken wir uns danach an. Tobi, jetzt stehen wir quasi in meinem Wohnzimmer, ja, beim Thema 3D-Druck. Ich habe fast denselben 3D-Drucker bei mir auch stehen. Ich hätte gedacht, ihr habt jetzt hier so einen 100.000 Euro 3D-Drucker, aber ihr sagt, nee, Bambulab reicht euch. Haben wir alles gehabt und viele haben das auch zu Hause und sind total begeistert und vergleichen das mit unserem 100.000 Euro Drucker. Und dann heißt es, das können wir auch besser und günstiger. Und das haben wir jetzt hier mal ausprobiert. Seit 2 Wochen laufen die Drucker hier und wir sind sehr begeistert.
Okay. Aber was genau druckt ihr? Wird hier das gesamte Gehäuse dann quasi gedruckt? Ja, Teile vom Gehäuse, Kabelhalter, ganz schnelle Änderungen, Ideen, wo die Leute zusätzliche Bauteile mal in die Geräte platzieren wollen. Und da geht es auch ums Handling und um den Zusammenbau. Hier wird auch der Zusammenbau optimiert. Das heißt, Ja. wir haben Ideen, wenn was nicht gut funktioniert, dass man vielleicht einfach was reindrückt, was schon einklickt ins Gerät und dann erst verschraubt wird, was es dann für die Fertigung einfacher macht. Und im Grunde geht es hier jetzt darum, dass man sehr schnell auch Änderungen einführen kann und dass hier am Ende aber dann schon mal so quasi das finale Gehäuse hier auch rauskommt. Genau, wir können ja hier auch in Farbe drucken, sieht man hier oben. Und wenn wir das nachher in schwarz-gelb gedruckt haben und du guckst aus einem halben Meter drauf, du siehst keinen Unterschied zwischen dem reellen Gerät und dem Prototypen. Wild, oder? Ja. Jetzt haben wir oben die Zeichnung gehabt, Simulation, jetzt wird das Innenleben hergestellt und jetzt schon hier der Druck. Dann habe ich ja eigentlich schon das fertige Gerät. Genau. Fertig, sage ich mal in Anführungsstriche. Was ist denn das nächste, was hier nachkommt? Hiernach würden wir uns angucken, wie wir dann die Geräte zusammengebaut haben und wo wir sie testen. Okay, dann könnten wir jetzt schon rüber, oder? Genau. Halt. Wir haben noch was vergessen. Wir müssen dem Ganzen ja noch ein bisschen Leben einhauchen. Wir haben die Hardware, wir haben den Motor, wir brauchen aber noch eine Software und eine Elektronik, die dem Motor sagt, was er machen soll. Aber warte mal. Da ist doch ein Gerät, ein aus und dann fängt er an zu arbeiten. Ja, aber mit ein aus kannst du ganz schön viel machen, ja. Okay, das heißt, ich brauche so eine Platine. Genau. Und wir werden jetzt hingehen und werden eine Lotpaste auf die Platine auftragen. Dann haben wir hier hinter dir den SMD-Bestücker. Wenn wir die SMD-Bauteile drauf bestücken und dann geht er in den Lötofen und dann werden wir das Ganze verlöten. Und wenn das alles richtig ist, werden wir das nachmessen, ob das auch wirklich funktioniert, Software aufspielen und dann gucken wir mal. Krass. Und dann entsteht dieses Teil hier, ich sage mal in Gänsefüßchen in wenigen Minuten und du kannst das Ganze einbauen und dann will ich testen. Genau, ist natürlich eine gewisse Vorarbeit Klar. fällig. Ja. Das Ganze wird natürlich auch am Computer erstmal simuliert, ob das alles funktioniert, ob das dann noch richtig ist. Aber hier wird dann die Hardware umgesetzt. Ich muss aber ehrlich sagen, als wir heute Morgen hier angefangen haben, ich hätte nicht gedacht, dass wir so in die Tiefe gehen. Ja, kannst du mal sehen. Tobi, wo hast du mich hier hingebracht? Das sieht irgendwie, ich will sogar eher sagen, beängstigend aus hier drin. Was ist denn hier jetzt los? Ja, die meisten würden denken, es ist eine Akustikkabine, Ja. das ist es aber nicht. Wir haben eben die Elektronik gesehen und die hat klar die Aufgabe, die soll unseren Motor antreiben, aber zusätzlich müssen wir auch Limits einhalten und das heißt, die elektromagnetische Verträglichkeit muss geprüft werden. Wir dürfen nicht über gewisse Level hinauskommen, weil wir dann zum Beispiel deine Autofernbedienung stören könnten oder den Radioempfang stören könnten. Somit wird das Radio nicht funktionieren, das Auto geht nicht auf. Um das sicherzustellen, benötigen wir die Kabine. Das heißt, die Türen gehen zu. Wir sind dann komplett abgeschirmt von der Außenwelt. Kein Handyempfang, kein Radioempfang. Wir messen wirklich nur die elektromagnetische Strahlung dieses Gerätes im Betrieb und können dann sicherstellen, dass wir innerhalb der Limits sind und dass das Gerät auf der Baustelle nachher nicht irgendwelche anderen Geräte stört. Also es ist wirklich irre, woran man alles denken muss. Hier wird es jetzt richtig handfest, zumindest sieht es hier wirklich wild aus. Als wir die Tür aufgemacht haben, wusste ich erst gar nicht, was hier gemacht wird, aber so langsam wird es mir klar. Ich vermute mal, hier wird es jetzt auf Herz und Nieren und nach Dauer getestet, oder? Richtig, genau. Wir haben ja den Hammer und um uns Unmengen Beton zu sparen, gehen wir im ersten Schritt immer erst auf eine Betonsimulation. Das heißt, wir haben hier einen Kugelabsorber, das ist ein Stahlzylinder, der ist randvoll mit Stahlkugeln und das hat einen ähnlichen Effekt, wie wenn ich auf den Beton schlage. Und wir sparen uns halt eine Menge Beton. Die Kugeln sind billiger wie die 1,5 Tonnen, die wir da hier in einer Stunde Klar. zerlegen würden. Und dementsprechend kann das Gerät 50, 100 Stunden auf dem Kugelpolster laufen. Die werden dann immer wieder mal ausgetauscht und so kommen wir relativ kostengünstig auf Lebensdauer. Und wie muss ich mir das vorstellen? Läuft das dann hier 24/7 am Stück? Ja. Krass. Und wenn es das jetzt bestanden hat, was ist der nächste Test dann eigentlich? Wir würden dann rausgehen, wirklich dann auch im praktischen Test auch wirklich dann auch Beton zerstören. Okay, lass uns das doch machen. Warte mal, wir wollten doch eigentlich nach draußen das Gerät ausprobieren. Jetzt sind wir hier. Was machen wir hier? Und was ist das? Genau, wir gucken uns jetzt mal an, wie wir jetzt zum Beispiel kleinere Geräte testen würden. Wir sind hier in Deutschland, die Arbeitsstunde kostet sehr viel Geld, es sind immer wieder Arbeitsschritte, die sich wiederholen. Überkopfbohren macht gar keiner gern. Und da hat man sich irgendwann mal überlegt, mein Gott, das können wir vielleicht auch automatisch machen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, einfach mal einen Roboter auszuprobieren. Okay. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, klappt hervorragend. Ein Loch wie das andere.
die Bohrlochtiefe stimmt. Wir können das 100%ig überwachen. Das Gerät ist am Computer angeschlossen, nehmen die Ströme wahr, wir messen die Bohrzeit, wir wissen, wann der Bohrer sich abgenutzt hat. Und das Einzige, was hier noch manuell gemacht werden muss, ist der Bohrerwechsel. Das heißt, ich muss mir so vorstellen, das Gerät wird hier drauf montiert, fest montiert und er fährt immer wieder denselben Weg ab und fährt und fährt und vor allem auch immer exakt dieselbe Tiefe. Und er wird nicht müde. Und er wird nicht müde, ja. Also ich möchte das nicht machen. Ich auch nicht. Ich sage mal, du wirst es uns nicht sagen, aber ich vermute mal, dass hier so ein Gerät auch mal 100 oder vielleicht sogar 1000 Löcher bohrt. Ja, Also so. das reicht nicht. Okay, das ist krass und das möchte wirklich kein Mensch machen. Nein. So, jetzt gehen wir aber raus. Genau. Tobi, wir sind jetzt draußen und du hast mir angedroht, ich muss hier noch ran. Okay, machen wir auch gleich, aber ich habe eine Frage vorher. Warum stehen hier 3 Geräte? Ja, das ist für die entsprechenden Anwender. Gell? Wir haben hier angefangen mit dem Kabelgerät, das hatten wir eben auch auf dem Teststand gesehen. Da habe ich unendliche Laufzeit, solange wie ich Strom habe. Aber du siehst ja selbst bei uns, wir müssen ein langes Verlängerungskabel legen und müssen uns dann in der Werkhalle Strom besorgen. Dann nehme ich doch den mit Akku, wenn ich nicht so viel zu tun habe, kleines Fundament wegschlagen muss, 250 Wattstunden, kann ich 15 Minuten nonstop arbeiten, damit kriege ich schon mal ordentlich was erledigt. Ja. Und wenn es dann ein bisschen mehr sein soll, gehen wir auf die doppelte Kapazität und haben dann das PowerShift-Gerät, was mir dann über eine halbe Stunde Laufzeit bringt. Und damit kann ich dann schon eine ganze Menge anstellen. Auf jeden Fall. Wichtig ist, glaube ich, auch nochmal zu sagen, wir haben hier ein 54-Volt-Gerät, wir haben hier aber auch ein 54-Volt-Gerät. Richtig. Also 54 Volt Akku in dem Gerät. Aber eine ganz andere Akkuplattform und auch eine ganz andere Elektronik. Ah, okay. Ja. Okay. Aber vor allem hier ausgelegt für lange Laufzeit oder ein großes Fundament, was wegzustemmen ist. Richtig. Ja, und das Besondere an allen 3 Geräten hier ist, wir haben komplett entkoppelte Außengehäuse. Das heißt, es ist nicht nur anwenderfreundlich, minimale Vibrationen bei allen Geräten, sondern auch akkufreundlich und elektronikfreundlich, weil sowohl der Akku als auch die Elektronik, die sitzen auf der entkoppelten Seite des Gerätes und sind so genau wie der Anwender vor hohen Vibrationen geschützt. Und das macht sie besonders in puncto Lebensdauer sehr robust. Dann teste ich das Ganze doch einfach mal. Ich weiß jetzt noch nicht, warum wir hier stehen, aber ich kann dir eine Sache sagen, das Stemmen hat richtig Spaß gemacht. Ich fand es wirklich erstaunlich, wie wenig eigentlich kommt fast gar keine Vibration bei mir an. Ich muss nur umsetzen, macht seinen Job und ich habe es einfach nur in der Hand. Krass. Sinn der Sache. Also guten Job, also wirklich hier, sehr guten Job gemacht, muss man wirklich sagen. Und es war auch echt spannend mal zu sehen, durch die einzelnen Abteilungen zu gehen, auch wie viele Leute daran beteiligt sind. Du hast vorhin gesagt, über 100 Ingenieure habt ihr hier. Ja, das ist richtig, ja. Ja, das ist schon krass. Ja. Und alles in-house und es war echt spannend. Und jeder Einzelne, muss ich sagen, hat so viel Spaß und Freude an seinem Job. Es ist auch nicht selbstverständlich heutzutage. Ja. Aber jetzt muss ich sagen, warum stehen wir hier und seit wann baut ihr sowas? Ja, natürlich hat man auch mal Feierabend und man trinkt mal ein Bier zusammen. Und, Wie ich sehe, 4 Bier. Ja, wahrscheinlich. 4 Räder, 4 Bier. Wir hatten das Ding noch in der Ecke stehen für Werbezwecke. Es war ein Verbrenner drin. PowerShift war fast fertig und da kam man auf die Idee, lass uns mal den Motor von PowerShift da reinbauen. Aus dem Stampfer direkt 1:1. Kleine Getriebeänderungen, hier im Musterbau gefräst und einfach mal, um den Leuten ein Gefühl zu geben, wie viel Power steckt denn eigentlich in PowerShift? Ich meine, Power steckt im Namen, aber in so einem Stampfer und in einem Hammer ist das, glaube ich, nicht ganz so gut, wie das rüberkommt. Und hier kriegt man das wirklich mal ein schönes Gefühl, was das bedeutet in Beschleunigung. Das haben wir gemacht, das kannst du gerne mal ausprobieren. Jetzt ist aber die Frage, was meinst du, Tobi? Komme ich damit bis nach Hause? 100%. Na dann, auf!